Amen. Amen. So I got asked a question unrelated to our study, Also ich bekam eine Frage, die nicht mit diesem Studium in Verbindung steht. and it's concerning David and Goliath, Und es geht um Daniel und Goliath. and it's referring to different Bible versions. Und es bezieht sich auf verschiedene Bibelversionen. If you go to 2 Samuel chapter 21, Wenn man zu 2. Samuel Kapitel 21 geht, 2 Samuel chapter 21, beginning verse 15 to the end of the chapter. 2. Samuel 21, 15 bis zum Ende des Kapitels. It's 8 verses. Es sind 8 Verse. Begins. Es fängt an. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel. Erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister wider Israel. And David went down and his servants with him and fought against the Philistines. Und David zog hinab seine Knechte mit ihm, und sie stritten wider die Philister. And David waxed faint. David aber war müde und setzte sich nieder. So why is David waxing faint? Wieso wurde David müde? Does everybody know what that means, to wax faint? To become tired. Es bedeutet müde zu werden. Why is David becoming tired? Wieso wird denn David müde? Sorry? Hat er viel gemacht? How old is he? Wie alt ist er denn? Approximately. Etwa. Let's double that. Lass uns das verdoppeln. No, double, 30. he's around 60 years old. Er ist etwa 60 Jahre alt. So he's an old man now. Also jetzt ist er ein alter Mann. He's a young guy. So he's not the same David that he was in the earlier days. Also er war nicht derselbe David, wie er es war in den früheren Tagen. And if you go down to the last verse, 22, Und wenn man dann zum letzten Vers geht, Vers it 22, says, These 4 were born to the giant in Gath, diese 4 waren dem Rapha in Gad geboren worden. and fell by the hand of David, Und sie fielen durch die Hand Davids and by the hand of his servants. und durch die Hand seiner Knechte. So the word giant isn't in German. Was heißt Giant? Uh, Was? Riesen. Aha, ja, that's not. it's not there. No. Um, Those 4. do you have Strong's coding for German? I don't think so. Okay. So the word giant is in the original Hebrew. It's 7498. Also im Hebräischen ist es H47. What? 74. 7408. Yeah. 98, ja. I don't know why they didn't translate it into German. Ich weiß nicht, wieso, dass sie das nicht in Deutsch übersetzt haben. It means Rapha or tall. Es bedeutet groß. Rapha ist der, ja. Oh, in a German? Ja. What does it say? We're born to. Yeah. So Rapha means tall. Also Rapha bedeutet groß. And it's been translated in English to giant. Es wird in Englisch übersetzt als Riese. Anyway, so I wouldn't trying to get into the complexities of that. Also ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, So there are 4 people that are killed. aber es sind 4 Menschen, die getötet I'll werden. give you the verses. Ich gebe euch die Verse 16, 16, 18, 18, 19, 19 and 20. und 20. So in those 4 verses, Also in diesen 4 Versen you see the 4 people that were killed. sieht man die 4 Menschen, die getötet wurden.
16. 16. The name is Ishbibenob. Der Name ist Ishbi-Benob. So you have Ishbibenob. Also man hat den Namen Ishbi-Benob. He was the son of the giant. Er war ein Sohn der Riesen. He tried to kill David, Er hat versucht, David zu töten, but Abishai, aber Abisai, the son of Zeruiah, der Sohn von Zeruja, succored him. hat ihn totgeschlagen. What does that mean? No, that means comforted him, helped him, Er hat ihm geholfen. rescued him. Er hat ihn errettet. This is David that's being succored. Das ist David, der totgeschlagen And then wird. it says, Der errettet wird. then he killed the Philistine. Dann hat er den Philister getötet. And then they said, Und dann sagten sie, David, you're not allowed to go to war anymore because you're too old. David, du darfst nicht mehr in den Krieg gehen, weil du zu alt bist. 17, the last Vers part of 17, 17. der letzte Teil von Vers It 17. doesn't say he's too old. I added that bit. Es sagt nicht, dass er zu alt ist, ich habe das hinzugefügt. Then the men of David swear unto him, saying, Thou shalt go no more with us to battle. Und danach kam es nochmals zum Krieg mit dem Philister bei, you read verse 18? 17. 17. The whole? Du sollst nicht mehr mit uns zum Krieg ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöst, Because you're too old. weil du zu alt bist. So David doesn't kill the first person, Also David tut nicht die erste Person töten. Ishbibenob. Es ist Ishbi-Benob, 18. 18. After this, there was another battle. Nachdem gab es noch eine andere Schlacht. And then Sibbechai, Und dann Sibechai. he slew Saph. What is that? Killed Saph. Aha. Und dann. Ja. Da schlug Sibachai der Hushaiter den Sof. So that's the second person that's killed, and it's not David that does that killing. Also das ist die zweite Person, die getötet wurde, und das hat nicht David gemacht. And we'll skip down to verse 20. Und wir werden jetzt zu Vers 20 gehen. And there was yet a battle in Gath. Und wieder kam es zum Kampf bei Gad. There was a giant, Dort war ein Riese 6 fingers, 6 toes. von großer Länge, der hatte je 6 Finger an seinen Händen und je 6 Füße. And then Jonathan, the 10. son of, verse 21, then Jonathan, the son of Shimei, Und dann killed him. Jonathan, der Sohn Simais, des Bruders Davids, hat ihn getötet. So that's David's nephew, Also das ist Davids Nephew. his brother's son. Would you call them? Neffe, okay, ja. So David doesn't kill that one either. Also David killt auch ihn nicht. And then the one that's under controversy Und dann der im Gegensatz steht, is 21:19. ist 21 Vers 19. And there was again a battle in Gob, Da gab es nochmal eine Schlacht in Gob, where Elhaina wo Elhaina killed 2019. 2019. 19. 19. Zweiter Satz. Elhaina Da er schlug Elhanan, killed. It says in the King James, the brother of Goliath. sagt es im King James, dass er den Bruder von Goliath getötet hatte. So if you read all of those verses, David kills no one. Also wenn man jetzt all diese Verse liest, dann tut David niemanden töten. The context is when David's an old man. Und der Kontext ist, dass David ein alter Mann war. If you go to verse 19, Wenn man dann zu Vers 19 geht, it says the brother of Goliath. sagt es der Bruder von Goliath. And I'm guessing in Germany it doesn't say that? No. No. Because the brother of is supplied, Denn der Bruder von ist hinzugefügt. added by the King James translators. Der Bruder wird von der King James Bibel, das hat der Übersetzer der King James Bibel hinzugefügt. So people complain Also die Leute tun sich because if you go to the beklagen, revised version, weil wenn man zu dieser Version geht, it just says dann sagt es nur, this person
slew Goliath the Gittite. Diese Person hat den Goliath, den Gathiter, erschlagen. And it's the same in German. Und das ist auch das gleiche in Deutsch. So, Wilkinson, Also Wilkinson, one of our Adventist theologians, einer unserer adventistischen Theologen, complained haben sich beklagt this was further evidence that the revised versions were corrupted. oder haben auch gesagt, dass diese anderen Versionen verdorben sind, Because they didn't add this bit of information. weil sie diesen Teil der Information nicht hinzugefügt haben. So all I want to just say is not just the English Revised Version, it's the German translation is just as corrupt as the Revised Version, if you're going to follow that logic. Also was ich jetzt nur eigentlich sagen will, ist, dass diese Revised Version, diese überarbeitete Version ist genauso wie im Deutschen gleich. Verdorben. I'm not sure what you would consider a Luther version, Ich weiß nicht, wie ihr euch eine Lutherbibel anschaut. if you have a Luther's version. Manchmal gut, manchmal schlecht. The name of it, I don't know which one you'd consider to be Luther's version. So I don't know what he would have put here. Also ich weiß nicht, was er hier geschrieben Have hätte. a check what he did. Schaut mal nach, was er getan hat, Without me checking, ohne dass ich jetzt nachschaue. the vast majority of the King James is Tyndale's Bible. Die meiste Mehrheit der King James Bibel ist eine Tyndales Bibel. So I don't know if Tyndale put the brother of Goliath in there or if it was put in later. Ich weiß nicht, ob Tyndale den Bruder von Goliath reingeschrieben hat oder ob das später war. I don't have Tyndale's Bible in front of me. Ich habe keine Tyndales Bibel vor mir. 21:19. 21, Vers 19. What does Luther say? Was sagt Luther? Who was killed? Was it the brother of Goliath or was it Goliath? Wer wurde getötet? Der Bruder von Goliath oder Goliath? Der Goliath. So even Luther doesn't. So Luther's got in the same problem that the Revised Version is. Also Luther hat das gleiche Problem wie die überarbeitete Version. So this raises a problem Also da kommt jetzt ein Problem auf with people like Wilkinson mit Menschen wie Wilkinson. when he's so critical about these revised English versions, Er ist so kritisch mit diesen überarbeiteten Bibelversionen, and yet the German version, aber die deutsche Version, which predates the King James, die vor der King James Bibel existiert hatte, Luther's version predates the King James. die Luther-Version ist vor der King James Bibel erstellt worden, He's doing the same thing that the Revised Version does. macht das gleiche wie die überarbeitete Bibel gemacht hat. So it's the King James that is out of sync with everyone else. Also die King James Bibel ist die einzige Bibel, die sozusagen aus der Reihe fällt mit den anderen Bibeln. King James is the odd one out. Die King James Bibel sticht so hervor. It's not as simple to say that the Revised Versions have been corrupted. Es ist nicht so einfach zu sagen, dass die anderen Versionen verdorben wurden. Because that would be like saying Luther's Bible was corrupted. Denn dann würde man auch sagen, dass die Luther-Version auch verdorben wurde. And as I say, I don't have Tyndale's version, but Tyndale's version was based heavily on Luther's version. Also die Tyndales-Version, die habe ich jetzt nicht vor mir, aber sie ist stark auf der Luther-Version gegründet, So aufgebaut. maybe I'll try and find if I can get a copy of Tyndale's to see what he said. Vielleicht könnte ich noch nachschauen für Tyndale, um zu schauen, was er sagt. But the King James translators, Aber die King James Übersetzer, they say it's the brother. sie sagen, es ist der Bruder. And they say that contextually Und sie sagen das auch im Kontext. because they recognize David here is an old man. Denn sie erkennen, dass David hier ein alter Mann ist. Now, if you go and check commentators on this story, Und wenn du dann
Kommentatoren zu diesem Text ansiehst, their argument is this, dann ist ihr Argument das, that at least this part dass mindestens dieser Teil of hier this story oder diese Geschichte is not talking about the same events as the other three deaths. nicht über das gleiche Ereignis sprechen wie die anderen 3 Toten. So it's just slipped in here, and it's a past event when David actually killed Goliath. Also es wird hier einfach eingefügt, aber eigentlich ist es ein vergangenes Ereignis. And the King James translators, Und die King James Übersetzer, who already knew that, die das schon wussten, they knew what this position was because Luther already held it. sie wussten schon diese Position, denn Luther hat es schon geschrieben. They said, no, Sie haben Nein gesagt. we'll take this contextually, Wir werden das im Kontext nehmen, all to be the same history, dass es alles die gleiche Geschichte ist and the logic that they used und die Logik, die sie benutzt haben, was taken from 1 Chronicles chapter 20 verse 5, war von 1. Chronik 20, Vers 5. because in 1 Chronicles 20 verse 5, Denn in 1. Korinther 1. Chronik 1. Korinther 5 Chronik. Ja. Chronik. we're going to go to verse 4. Wir gehen zu Vers 4. 1. Chronik 4. So you read 1 Chronicles 20 verse 4, Also ihr lest 1. Korinther 4, Vers 20, Vers 4. yeah? 1 Yeah. Chronicles 20, 1. Vers Chronik 20, Vers 4. you read that, Ihr lest das. and this is easy, this is not easy because we're doing German and English, Also nicht einfach, weil wir Deutsch und Englisch machen. and I'm going to read 2 Samuel Und ich werde 2. Samuel lesen, 21:18. 21, Vers 18. So we'll do this in a second. Wir machen das jetzt bald. I'll do it in the English first, then we'll do it in the German. Ich mache es zuerst im Englischen und dann machen wir es im Deutschen. Okay? So you need to go to First. 2 Samuel 21:18, because that's what Ah. you're going to read, and they're going to read Chronicles, Okay, 2. Samuel. the one that we already read. 21:18. Okay. So I'm going to read 2 Samuel 21:18. Also ich werde 2. Samuel 21, 18 lesen. And it came to pass after this that there was again a battle with the Philistines at Gob. Then Sibbecai the Hushathite slew Saph, which was of the sons of the giant. Und danach kam es nochmals zum Krieg mit den Philistern bei Gob. Da erschlug Sibbechai der Hushaiter den Soph, der auch einer von den Söhnen Raphas war. Okay, now if you check that against 1 Chronicles 20 verse 4, Wenn man das mit 1. Chronik 20, Vers 4 anschaut, you'll see that it's exactly the same. dann werdet ihr sehen, dass es genau das gleiche ist. Yeah? The names are slightly spelt differently, but it's the same story. Die Namen sind vielleicht ein bisschen anders buchstabiert, aber es ist die gleiche Geschichte. So if you go to verse 5, Wenn man dann zu Vers 5 geht, 1 Chronicles 20 verse 5, 1. Korinther, no, don't go there. okay, 20 Vers 5. Oh, you can go there. Oh, yeah, you can go there in that one because you. Okay. Also 1. Chronik 20 Vers 5. We're going to read from 2 Samuel 21:19. Dann werden wir von 2. Samuel 21 Vers 19 And you're going lesen. to look at 1 Chronicles 20 verse 5. Und ihr werdet euch 1. Chronik 20 Vers 5 ansehen. And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elkanah, the son of Jaragim, I have no. You can do Chariot that or Gib. one. Where Elkanah, the Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. Und es erhob sich noch ein Kampf mit den Philistern bei Gob. Da erschlug Elchanan, der Sohn des Jareogim,
ein Bethlehemiter, den Goliath, den Gatiter, und dieser hatte einen Speer, dessen Schaft in Weberaum war. Also im Englischen sagt es den Goliath, der Bruder. Now, if you compare that to 1 Chronicles 20 verse 5, Wenn man das mit 1. Chronik 20, Vers 5 vergleicht, you'll see it says the same thing. dann siehst du, dass es hier das Gleiche sagt. There was war again with the Philistines, and Elkanah the son of Jair slew Lami, the brother of Goliath the Gittite, etc. Und es kam nochmals zum Streite mit den Philistern. Da schlug Elchanan, der Sohn Jas, Lachmi, den Bruder Goliaths und so weiter. You read verse 6, Ihr lest Vers 6 and I'm going to read from 2 Samuel. und ich lese von 2. Samuel. There was yet a battle in Gath, where there was a man of great stature who had 6 fingers and 6 toes. Und wieder kam es zum Kampf bei Gad. Dort war ein Mann von großer Länge, der hatte je 6 Finger an seinen Händen und je 6 Zehen an seinen Füßen. Jonathan killed him. Und Jonathan hat ihn getötet. We'll read 1 Chronicles. Wir lesen jetzt 1. Chronik. Yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature, 6 fingers, 6 toes. Verse 7, he defiled Israel, and Jonathan killed him. Und abermal kam es zum Krieg bei Gad. Da war ein sehr großer Mann, der hatte je 6 Finger und je 6 Zehen. Und dann noch Vers 7. Und als er nun Israel Hohn sprach, erschlug ihn Jonathan, der Sohn Simers. Verse 8, Vers 8. it says, these were born unto the giant in Gath, and fell by the hand of David and the hand of his servants. Diese waren dem Hafer zu Gad geboren, und sie fielen durch die Hand Davids, durch die Hand seiner Knechte. So, in the 1 Chronicles version, Also in der 1. Chronik-Version I think there's only 3 people that are mentioned. gibt es nur 3 Leute, die erwähnt werden. And in the 2 Samuel version, there's 4. Und im 2. Samuel gibt es 4. But this is why the King James translators put the brother of Goliath. Deswegen tun die Übersetzer der King James Bibel den Bruder des Goliaths reinfügen. Because David had already killed Goliath Denn David hat ja Goliath schon getötet. in 1 Samuel. In 1. Samuel, We're not going to read this. wir werden das nicht lesen, 17 1. Samuel 17, verses 48 to 51, Vers 47 bis 51, when he was a young boy, als er ein Junge war. maybe 40 years earlier or something, a long time earlier. Vielleicht etwa 40 Jahre zuvor, also es ist eine lange Zeit zuvor. Long time before that. Long before he was king. Lange bevor er König war. So, Also, I think Wilkinson ich denke, Wilkinson overextends himself hat sich sozusagen überdehnt, when he aus dem Fenster gelehnt, when he complains so much about the Revised Version. als er so fest über die überarbeiteten Versionen sich beschwert hat. Because Luther's version does the same thing. Denn Luthers Version macht ja das Gleiche. Luther's version predates the King James. Luthers Version ist ja vor der King James Bibel hergestellt worden. I think the King James is correct. Ich glaube, die King James Bibel ist richtig. We've compared 2 Samuel Wir haben 2. Samuel with 1 Chronicles. mit 1. Chronik verglichen. And you can see how those 2 stories tie up really neatly together. Und wir sehen, wie diese 2 Geschichten sehr gut miteinander übereinstimmen. Tyndale hat nur die Bücher von Mose und Josua übersetzt. Okay, so Tyndale didn't translate 1 Chronicles or 2 Samuel. Also Tyndale hat nicht 1. Chronik oder 2. Samuel übersetzt. He did the books of Moses. Er hat die Bücher von Mose, He did the books of Moses, Jonah, and the New Testament. die Bücher von Mose, Jona und dem Neuen Testament. Okay, so that answers that question. Das antwortet schon auf diese Frage. Hope that helps. Ich hoffe, das hilft. Kind of. Because Ein bisschen.
Wilkinson's point is correct that the King James translation is the right one. Also Wilkinsons Kommentar ist richtig, dass diese King James Bibel richtig ist. But the way he seems to attack the Revised Version, Aber die Art und Weise, wie er diese überarbeiteten Versionen angreift, he's not as critical about Luther in the same way where he should have been. er ist aber nicht so kritisch mit der Version von Luther und er hätte das sein sollen. Okay. We're in Review and Herald, June 18, 1895, paragraph 2. It's right here at the bottom of the board if you can read it. Review and Herald, Juni 18, 1895, Paragraph 2, aber es gibt es nur im Englischen. So I'll just do it again. June 18, 1895. Also 18. Juni 1895. The life of Christ is to be revealed in humanity. Das Leben Christi sollte in der Menschlichkeit, in den Menschen offenbart werden. Man was the crowning act of the creation of God. Der Mensch war der krönende Akt von der Erschaffung von Gott, der Schöpfung Gottes. I thought you retranslated it. Yeah. Oh, yeah. Like that. Yeah, I don't know if it's good, but I can try. It's pretty good. Made in the image of God Nach dem Bilde Gottes geschaffen and designed to be a counterpart of God. und dazu bestimmt, ein Gegenstück Gottes zu sein. But Satan has labored to obliterate the image of God in man Aber Satan hat sich bemüht, das Bild Gottes im Menschen auszulöschen and imprint upon him his own image. und ihm sein eigenes Bild einzuprägen. Man is very dear to God because he was formed in his own image. Der Mensch ist Gott sehr lieb, weil er nach seinem eigenen Bilde geformt wurde. This fact should impress us with the importance Diese Tatsache sollte uns beeindrucken, of teaching by precept and example wie wichtig es ist, durch Gebot und Beispiel the sin of defiling die Sünde der Verunreinigung by the indulgence of appetite or Durch- any other sinful practice, durch den Genuss von Appetit oder durch jede andere sündige Praxis, defiling the body which is designed to represent God. den Körper zu lehren, der dazu bestimmt ist, Gott in der Welt darzustellen. Medical missionaries Die medizinischen Missionare can do a great amount of good können sehr viel Gutes tun, by educating the people. indem man die Menschen erzieht. And we read just the first sentence of the next paragraph. Und wir haben noch den ersten Satz vom nächsten Paragraph gelesen. In order to understand the value which God places upon man, Um den Wert zu verstehen, den Gott dem Menschen beimisst, we need to comprehend the plan of redemption, müssen wir den Plan der Erlösung begreifen, the costly sacrifice which our Saviour made to save the human race from eternal ruin. das kostspielige Opfer, das unser Erlöser gebracht hat, um die Menschheit vor dem ewigen Verderben zu retten. Das war jetzt einfach übersetzt im Übersetzer. Good? Gut. Go back to the beginning of the paragraph. Also wir gehen jetzt zurück zum Anfang des Paragraphen. Oh, yesterday you wanted to say something? Or- Gestern wolltest du noch was sagen? Was für mich hervorgekommen ist, Satan wollte sein eigenes Bild des Menschen einprägen. Und mich wundert, was denn das Bild von Satan ist, denn er ist ja auch im Bilde Gottes geschaffen. Has anybody taken taken the opportunity to go back and read about the opening of the great controversy? I gave some book references that people might want to go to. Ist Anybody have done that? irgendjemand zurückgegangen und hat sich den großen Kampf angeschaut? Die Quellen angeschaut, die er gegeben hat gestern? Bezüglich des Anfangs des großen Kampfes. So I take it no. Also ich nehme es jetzt. So if we were to do that, Also wenn wir das tun würden, I think we could begin to
see what kind of a person Satan was. dann können wir anfangen zu sehen, was für eine Person Satan war, It talks about his image. wenn es über sein Bild spricht. Maybe I'll pull out some references in a later class. Vielleicht so we can gebe look ich at that. euch dann ein paar Referenzen, damit ihr das nachschauen könnt. The life of Christ Das Leben Christi is to be revealed in humanity. sollte in der Menschheit geoffenbart werden. So what does that mean? Was bedeutet das? What is the life of Christ? Was ist denn das Leben Christi? Sein Leben hier auf der Erde, His behavior, sein Verhalten, his actions, his behavior, seine Taten, sein Verhalten. is it his life here on earth or his life in heaven? Ist es sein Leben hier auf der Erde oder im Himmel? Auf der On Erde? earth. Everybody agree with that? Auf der Erde, stimmt jeder damit überein? Also im nächsten Satz sagt es, dass die Schöpfung der krönende Akt war. We'll drop back to the previous paragraph. Also wir gehen zurück zum vorigen Paragraph. If families would locate in dark places of the earth, Warte, ich hab's gleich. Wenn Familien sich an den dunklen Orten der Erde niederlassen würden, where the people are in darkness, ja, I already read that. Wo die It says Menschen where in people in geistlichen Finsternis gehüllt sind and let the light of Christ's life shine through them, und das Licht des Lebens Christi durch sie erscheinen würden, the great work would be accomplished. könnte ein großes Werk vollbracht werden. So it talks about Christ's life in the beginning thought. Also es spricht über Christi Leben schon in den Anfang-Gedanken. We'll drop down a little bit. Wir gehen jetzt ein bisschen runter. Christ's manner of working is the best. Die Arbeitsweise Christi ist in allen Fällen die beste. Tells you how he did his mission. Es sagt dir dann folgend, wie er seine Mission erreicht hatte. He sent people 2 by 2 with a definite message. Er hat Leute zu zwei waren die Botschaft. Nein. Zu zweit mit einer definitiven Botschaft. And the last sentence, the message declaring that the Lord of glory is soon coming in the clouds of heaven is to go to every creature. Die Botschaft, die verkündet, dass der Herr der Herrlichkeit bald in den Wolken des Himmels kommen wird, lautet zu jeder Kreatur zu gehen. Bedeutet zu jeder Kreatur zu gehen. So the question is, Also die Frage ist nun, what Christ is this that she's referring to? welcher Christus ist das denn, auf den sie sich bezieht? Is it the Christ that was in heaven or the Christ that was on earth? War es der Christus, der im Himmel war oder auf der Erde? Christus, der auf der Erde war? Everyone agree with that? Stimmt jeder damit überein? This Resta? No thoughts? You're not sure? Bist du dir nicht sicher? The life of Christ is to be revealed in humanity. Das Leben Christi sollte in der Menschheit offenbart werden. So let's paraphrase Lasst that. uns das wiedergeben. Der Charakter von Christus hier auf der Erde sollte gespiegelt werden oder dadurch scheinen, durch seine Nachfolger wieder gespiegelt werden. So the way Christ behaved, Also die Art und Weise, wie Christus sich verhalten hatte, we're supposed to mimic that, copy it, wir sollten das kopieren and when people see us, und wenn die Leute uns sehen, they should be able to see Christ. sollte es ihnen möglich sein, Christus zu sehen. So this life of Christ, Also dieses Leben Christi, I asked what life this was, ich habe gefragt, was das für ein Leben war. heavenly one
or the earthly one. ein himmlisches oder das hier auf der Erde. And we've said the earthly one. Und wir haben gesagt, das auf der Erde. Because I would say we have two less practical examples who fit for us of the Christ in heaven. Weil ich glaube, dass es zu wenig praktische Beispiele gibt im Himmel als hier auf der Erde. So if we take that thought, Also wenn wir diesen Gedanken nehmen, then the way Christ behaves dann die Art und Weise, wie Christus sich as a verhält human being, als ein menschliches Wesen, we should behave in the same way. sollten wir uns in der gleichen Art und Weise verhalten. Guess that's what you say? Ist das das, was du sagst? Now the problem is, Aber das Problem ist, Christ wasn't a husband, dass Christus ja kein Ehemann war, nor a wife, keine Frau, nor a Ehefrau, parent, keine Eltern, nor a boss. kein Chef. He doesn't fulfill many of the roles that tut we all ja are confronted with. viele Rollen, mit denen wir konfrontiert werden, gar nicht vertraut. So how can his life Also wie kann dann sein Leben be revealed in our lives? geoffenbart werden in unserem Leben? You told us that we have to figure out the Christ in all the Old Testament. Du hast uns gelehrt, dass wir Christus in allen Büchern des Alten Testaments sehen müssen. Jesus had when he was personally on earth, he had all this information in him. So his reaction must be like a husband or so. Also er hat ja auf dieser Erde gelebt und hat all diese Rollen eigentlich erfahren und darum muss er diese Erfahrungen ja haben und das schon kennen. Good. Gut, So the life that Christ had on earth also das Leben, das Christus hier auf der Erde hatte, is supposed to be revealed in our lives das dann auch in unserem Leben geoffenbart werden sollte, cannot be confined just to the Gospels. kann nicht nur auf die Evangelien reduziert werden. You need to go to other stories Er muss zu anderen Geschichten gehen, to see Christ revealed. aber man muss zu anderen Geschichten gehen, um Christus geoffenbart sehen To können. see what it means to be a husband or a wife or a Dass man- child or a parent. Dass man sieht, was es bedeutet, ein Ehemann oder ein Elternteil oder ein Kind zu sein. So this life of Christ, Also dieses Leben Christi it says to be revealed in humanity. sollte offenbar werden in der Menschheit. It doesn't say to be revealed to humanity. Es sagt nicht, dass es geoffenbart werden sollte zu der Menschheit. It doesn't say we should talk about Christ. Es sagt auch nicht, dass wir über Christus sprechen sollten. These are not studies or sermons that we're doing. Das sind keine Studien oder Predigten, die wir machen. The thought that's been given here, Der Gedanke, der hier gegeben wird, when it says revealed in humanity, wenn es sagt, geoffenbart in der Menschheit, what does that mean? was bedeutet das? Does it mean we talk about Jesus? Bedeutet das, dass wir über Jesus reden? Act like him? Dass wir uns wie Jesus verhalten? Dass wir seinem Charakter gleichen? So when someone sees you, Also wenn jemand dich sieht, who should they be seeing? wer sollten sie dann sehen? They should be seeing the Christ, Sie sollten den Christus sehen, the Messiah. den Messias. Now, if Ellen White is accurate in using the word Christ, not Jesus, Also wenn Ellen White hier das Wort Christus und nicht Jesus benutzt, that gives us a secondary evidence that this is him on earth. dann gibt es uns einen zweiten Zeugen, dass er Christus war auf der Erde und nicht im Himmel. Quick revision. Eine kurze Wiederholung. What does the word Christ mean? Was bedeutet das Wort Christus? Erlöser? Der Anointed Gesalbte? It's a Greek word, Also es ist ein griechisches means the anointed one. Wort und es bedeutet der Gesalbte. It's the same as what other word? Und es ist das gleiche wie welches Wort? The Messiah. Der Messias. The Messiah is the Hebrew word. Christ is the Greek word. Messias ist das hebräische Wort und Christus ist das griechische Wort. And it means the one that was anointed. Und es bedeutet derjenige, der gesalbt wurde. So
if this anointed person is meant to be revealed in us, Also wenn diese gesalbte Person in uns offenbar werden sollte, who is the us? Who is humanity? wer ist denn das uns? Wer ist denn diese Menschheit? Es sind seine Nachfolger, seine Gemeinde. They must be the ones who are anointed to do that work. Es müssen diejenigen sein, die gesalbt werden, um dieses Werk zu tun. Now, what was the purpose of the Messiah? Was war denn der Grund von Messias? What was the Messiah's job function? Was war denn Messias Arbeitsfunktion? Um zu zeigen, wer Gott ist, To show or to reveal the Father. um den Vater zu offenbaren. Dass er diese Schritte durchgeht, die wir machen müssen für unsere Erlösung. Say that again. Sag das nochmal. Er nahm die Schritte, die wir nehmen mussten, dass wir erlöst werden können. And what steps were they? Und was für Schritte waren das? Schritte wie zum Beispiel Taufe, der Heiligungsprozess, We know that we need to have more steps like conviction, repentance. wir wissen, dass wir mehr Schritte brauchen, zum Beispiel die Überzeugung oder ja. But he didn't have that because he was without sin. Aber er hatte das ja nicht, denn er war ja ohne Sünde. Yet he took the symbol thereof and got baptized. Aber er hat das Symbol davon genommen und ist getauft worden. Just looking for something if I can see it. Ich schau schnell was nach. So, the Messiah. Also der Messias, Let's have a quick look at what that means. lasst uns nachschauen, was dieses Wort Messia bedeutet. Yeah. Auf Eastward. Where's that found? Wo findet man das? I just typed it in the dictionary. Oh, where's it found in the Bible? Wo findet man das denn in der Bibel? Im Neuen Testament. Daniel 9. So it's only found in two places, Also es wird nur an 2 Orten gefunden. and we use the word Messiah so often, but it's only found twice in the Old Testament. Also wir benutzen das Wort Messias so oft, aber es wird nur 2-mal im Alten Testament erwähnt. And it's in Daniel 9, Und es ist in Daniel 9, verse 25, 26. Vers 25 und 26. How do you spell Messiah? Messiah. Messiah. So it must say something like Messiah, because 26 is anointed. yes, and 25 should say unto the Messiah, the Prince. Yeah, the anointed. Have you got the settings correct? Are you looking in the Old Testament or something? Probably. Du Yeah. darfst auch nicht Deutsch einstellen. Okay, so the word Messiah means Also das Wort Messia bedeutet
So what does it mean if you're anointed? Also was bedeutet es denn, wenn du gesalbt bist? Consecrated. Was heißt consecrated? Ah, hingegeben. Sorry? Geweiht. So all it means is to be consecrated, Also alles, was es bedeutet, ist hingegeben oder geweiht zu sein to be anointed. oder gesalbt. And what is he consecrated or anointed to do? Und für was wurde er denn geweiht oder gesalbt, was er damit tun soll? Dass man die Menschen erlösen kann. Actually, to save his father's work. Eigentlich sein Vaters Arbeit oder Werk zu sich hinzustellen, To save his father's work. um sein Vaters Werk zu retten. So if you go back to verse 24, Also wenn man zurück zu Vers it gives some clues. 24 geht, dann gibt es ein paar Hinweise. "70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy." Daniel 9,24 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiungen zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Now people argue about what the anointing of the most holy is. Die Leute tun damit argumentieren, was die Versiegelung oder des Hochheiligen ist. I'm not sure if you have an opinion on it. Ich weiß nicht, ob ihr eine Meinung davon habt. To anoint the most holy. Um den Hochheiligen zu salben. Sorry? Das Allerheilige. Hier steht Hochheilige auch. Isn't that Christ himself, or is that connected to the temple? Ist das Christus selber oder ist das mit dem Tempel verbunden? You tell me what you think. Du sagst mir, was du denkst. Because how is the most holy place? How was it anointed? Because it was just different after that. Or is it to anoint the most holy in heaven? Oder ist es den Allerheiligen im Himmel zu salben? But Christ didn't go in the most holy place. Aber Christus ging ja nicht in das Allerheiligste. Heaven? Himmel? When does he do that? Wann macht er das? When he went to heaven the first time before he came back to earth. Vielleicht, als er zum ersten Mal zurück zur Erde kam. So in 31, he anoints the most holy. Also in 31 tut er den Allerheiligen salben. 31. 21. 31. The Daniel. year. Ah, okay. In 31 im Jahr. Disagree? Stimmst du damit nicht überein? Yeah. The most holy wasn't that 1888? 1844, sorry. War das Allerheiligste nicht im Jahr 1844? So this most holy is what? Also dieses Allerheilige ist was? Can it be a person? Kann es nicht eine Person sein? When we look at the definition, Wenn ich mir die Definition betrachte, there's also like apartness, sacredness, holiness of God, of places, of things. dann ist es eine Platzierung von Sachen. Zur Seite setzen von heiligen Dingen von Gott. Zur Seite setzen von heiligen Dingen von Gott. Could be
Es könnte auch Christus selber sein. Brother Wolfgang. Wolfgang, 70 weeks 70 Wochen are determined to thy people. werden über dein Volk verordnet And to the holy city, und zur heiligen Stadt, to finish transgression, um die Missetat, die Übertretung zu beenden. when did that happen? Und wann passiert das? When did transgression finish? Wo hat die Übertretung stattgefunden? The cross? Am Kreuz, To make an end of sins? um ein Ende der Sünden zu machen? Theoretisch ja. Which year? When? Welches Jahr wann? No, 31. 31. So you've got finish transgression, the cross, make an end of sin, the cross, to make reconciliation for iniquity, Also das der Übertretung am Kreuz, der Verordnung am Kreuz und der ewigen cross, Gerechtigkeit. to bring in everlasting righteousness, Um ein ewiges Leben von Gerechtigkeit zu bringen. cross, Kreuz, to seal up the vision and the prophecy, um die Gesicht und die Prophezeiungen zu versiegeln am Kreuz. Kreuz. so you're going to make everything the cross. Also ihr macht jetzt alles zum Kreuz. Ich würde ja sagen. Why does it say 70 weeks? Wieso sagt es dann 70 Wochen, If it's 69 and a half, wenn es and a half, yeah? 69,5 ist? Dann ist es 34. Wenn er zum Himmel geht, 34. If you go to heaven, Die Steinigung von Stephanus. To anoint the most holy in Christ, will that be 27? Um den Allerheiligen zu salben, war es dann nicht, wenn es Christus ist, war es dann nicht im Jahr 27. when his transgression finished, Wenn seine Übertretung beendet wird, At the end of the 490, 34. im End der 34 Jahre, for 90 years, vor den 90 Jahren. what do we call it? Probationary time. Wir nennen es die Gnadenzeit. Probation means Die Gnadenzeit bedeutet test. Test. No more testing. Es gibt keinen Test mehr. So what am I testing you for? Also an was teste ich denn euch? Wie du wächst oder ob du Sünde hast. To see if you're transgressing. Zum Sehen, ob du dich veränderst. So if it's the end of testing, I'm no longer going to test you. Also wenn es das Ende des Testens ist, dann werde ich dich ja nicht mehr testen. So I don't know if you're doing any transgression. Also weiß ich ja auch nicht, ob du dich veränderst. It all finishes. Ob du irgendwelche Übertretungen hast. All finishes in 34. Alles hört auf in Vers 34. End of sins. In 34 am Ende der Sünden. 34. No more checking. 34 nicht mehr die Kontrolle. To make reconciliation. Um Wiederherstellung zu haben. Make reconciliation. Close the probation. Das Ende der Gnadenzeit. When does God want to make reconciliation with Adventism? By. Wann will er dann die Wiederherstellung mit dem Adventismus machen und wie? By what event? Mit welchem Ereignis? Sunday law. Mit dem Close Sonntagsgesetz. the probation. Das Ende der Gnadenzeit. Everything has to be fixed by then. Alles muss dann gelöst sein. And to bring in everlasting righteousness. Und ewige Gerechtigkeit zu bringen. To seal up the vision. Um die Vision zu versiegeln. What does that mean? To seal up the vision. Was bedeutet es, die Vision zu versiegeln? To darken it. Um es zu verdunkeln, damit man es nicht versteht. Oh, you think this is negative? Du To denkst, seal it es up? ist negativ, es zu versiegeln? But for Daniel, it was. I mean, Für Daniel war es negativ. he was told that no one will understand in time of the end. Am Ende wurde ihm ja gesagt, dass niemand verstehen wird bis zum Zeit des Endes. So if I had a vision Also wenn ich eine Vision hatte and I wanted it to have proper authority,
und ich dann gute Autorität haben wollte, if I wanted to authenticate it, wenn ich es authentisch haben will, what would I do? was würde ich dann tun? I'd put a seal on it. Ich tue ein Ziel drauf machen. But you're saying this seal is the same seal as Daniel 12. Und du Close würdest it. sagen, das ist das gleiche Siegel wie von Daniel 12, um es zu verschließen. Perhaps Vielleicht this is God putting his authority or his stamp on this vision and prophecy. tut ja auch Gott sein Siegel auf diese Vision als Autorität geben. And to anoint the most holy. Und um den Allerheiligen zu salben. Also was denkst denn du, was der Allerheilige zu salben I'll copy you. bedeutet? Ich kopiere dich. She's asking if it's the same as the Most High. What is the most high? Was ist der Allerheilige? Yeah, but what is the most high? Aber was ist das? Was? So the Father's going to be anointed? Also der Vater wird gesalbt werden? I'll go with Sister Tamina's version. Ich gehe jetzt mal mit der Version von Tamina. The anointing of the most holy Das Salben des Allerheiligen is establishing Christ as the Messiah. ist, dass man Christus als den Messias etabliert oder bestätigt. So, verse 24 Also Vers 24 begins at the end. fängt am Ende an Begins at the end? Yeah. And ends at the beginning. und endet am Anfang. All good? Ja. Begins in 34 and Also ends in 27. es fängt an in 34 und es endet am 27. Backward. Es ist rückwärts. It seems, like when you read Hebrew, you don't read like how we do. You read from the other side. Wenn man Hebräisch liest, dann liest man ja von der anderen Seite aus. And it seems like God does that a lot with his logic in verses as well. Und es scheint so, als Gott das mit seiner Logik auch so verwendet manchmal. So, if you go to 25, 26 and 27, Also wenn man zu 24, 25, 26 und 27 geht, if Sister Tamina is correct, wenn Schwester Tamina richtig what wäre, have we created? was haben wir dann erschaffen? Chiasm. Ein Chiasmus. It begins Es fängt an with 34 im Jahr 34, to finish things. um die Sachen zu beenden. And then it talks about 27. Und dann spricht es über 27. Then when you go to verses 25, 26 and 27, Wenn man dann zu den Versen 25, 26 und 27 geht, it begins with Then- the Messiah. dann fängt es an mit dem Messias. Verse 25. Vers 25. When does the Messiah come in? Wann kommt der Messias dazu? Seven plus 7 plus 7 plus 62. Sarah? Ich werde das gleiche gesagt haben. 7 plus 62 is 7 plus 69. That's correct. 62 plus 7 gibt 69. 69 weeks, what year is that? Also 69 Wochen. Welches Jahr ist das? 27 at the beginning. Im Jahre 27 am Anfang. So 24, Also 24. verse 24, Also Vers 24 starts in AD 34, fängt im 34 an. Ja, the end, Jahr 34 am Ende. goes to 27, Und dann geht es zu 27. AD 27, Das Jahr 27. the beginning. Der Anfang. Then the last three verses Und dann die letzten 3 Verse begin in 27. fangen an im Jahr 27 You go down to verse 27. und es geht dann bis zu Vers He 27 shall confirm the covenant with many for 1 week. und man wird mit
Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Confirm the covenant. Den Bund zu What bestätigen. does that mean? Was bedeutet das? You put your seal on it. Du tust dein Siegel drauf machen. Covenant is what? Der Bund ist was? Die natürliche Übereinstimmung. Ein einvernehmendes Einverständnis. Zu einer Partei. No transgression, zwei- no sin, no iniquity. Keine Sünde, keine Transgression, sin, keine iniquity. Übertretung, Sünde und Bosheit. To bring in righteousness Dass man Gerechtigkeit reinbringt and to put the seal upon the vision. und das Siegel auf die Vision drauf tut. So I'm saying you can see a nice chiasm there. Also ich sage, man kann hier ein schönes Chiasmus sehen. So what's the work of the Messiah? Also was ist die Arbeit des Messias? Die Sünde und Übertretung zu beenden. It's to deal with transgression, to deal with sin, to deal with iniquity. Es ist, dass man mit Sünde, Übertretung und Bosheit nicht mehr übertretet. To bring in everlasting righteousness. Dass man ewige Gerechtigkeit hat. And the last bit is good. Und der letzte Teil ist gut. To put the seal or authority on the vision and the prophecy. Um das Siegel auf die Vision und die Prophezeiungen drauf zu tun. And how does that happen? Und wie passiert das? Okay, what answer do you want? It happens by events. Also es passiert mit Ereignissen. It happens Es passiert by the creation of mit der Kreation oder Erschaffung the Messiah. vom Messias. So the Messiah has to be created Also der Messias muss erschaffen werden, in order for all of those things to happen. dass all diese Sachen passieren können. So Also, if we go back to our passage, wenn wir zurück zu unserem Passage gehen, the life Abschnitt, of the Messiah dann ist das Leben vor Messias, is to be revealed muss geoffenbart werden in in humanity. der Menschlichkeit. And it's not all human beings, Und es sind nicht alle menschlichen Menschen, it's those who are his disciples. es sind diejenigen, die seine Jünger sind. Maybe we'll call them the priests. Vielleicht nennen wir sie auch die Priester. So what we're supposed to do Also was wir tun sollten, is become wir sollten the Messiah. den Messias werden. We're created into that role Wir wurden in diese Rolle geschaffen, to do what? um was zu tun? Um die Übertretung zu beenden. We'll take all those three sins and put them together to end sin Wir nehmen all die Sachen zusammen, um die Sünde zu beenden and und am Sonntagsgesetz and und one more thing before that, und before the eine seal, Sache noch vor dem Siegel, to bring in everlasting righteousness. um die ewige Gerechtigkeit reinzubringen. Forget everlasting, to bring righteousness in. Vergesst das Ewige, um Gerechtigkeit reinzubringen. And then to put God's authority or the seal upon the vision and the prophecy. Und dann, dass Gottes Autorität oder das Siegel auf diese Prophezeiung That's our gemacht wird. role, Das ist unsere the Rolle. role of the Christ, Die Rolle von Christus. to deal with the sin problem, Dass man mit dem Sündenproblem umgeht, to be righteous, um gerecht zu sein. and to confirm the vision and the prophecy. Und dann, dass man die Vision bestätigt und bestätigt. And it has to happen when? Und wann passiert das? Es hat angefangen letztes Jahr. Has to happen before Es muss vor the end. dem Ende passieren. Who's going to say something? Yeah, my question is, I was going to ask what did started last year, didn't it? Meine Frage ist jetzt, es hat doch letztes Jahr angefangen. Why last year? 2019, the priest turned 30. Letztes Jahr wurden die Priester 30. What waymark is that? Und was für eine Wegmarke ist das? 19, Waymark. That's the baptism. 27 nach Christus, es ist die Taufe. So that would be the anointing of
Also wäre das die Salbung vom Allerheiligen. and then we would work our way up. Und dann würden wir uns hocharbeiten. And where's the cross? Und wo ist das Kreuz? Is that the midnight cross? Ist das der Mitternachtsruf? Like the pen. So, we have two options. Also wir haben zwei Optionen. 9/11, 11. September, baptism, die Taufe, or 2019, oder 2019, baptism. die Taufe. So we have two ways of viewing this, Also wir haben zwei Arten und Weisen, um das zu sehen. and we'd want to decide Und wir müssen jetzt entscheiden, which is the more holistic approach. Holistic, complete, welches die vollständige Entscheidung ist. comprehensive. Ganzheitlich. Okay, so we'll continue these thoughts in our next class. Also wir werden diese Gedanken in der nächsten Klasse fortführen. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we ask and pray that you'd guide, direct, and bless us. wir beten, dass du uns führst und leitest. Help us to honor you Hilf uns, dich zu ehren, in all that we do and all that we say. in allem, was wir tun und alles, was wir sagen. Help us to understand our work Hilf uns, unsere Arbeit zu verstehen, as those that must stand between the dead and the living. von denen, die zwischen den Toten und den Lebenden stehen. We pray for a blessing this day. Wir beten um einen Segen für diesen Tag We ask that you would bless the food that we're to eat. und wir mögen auch fragen für das Essen, was wir jetzt dann bald essen. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.